und willkommen zurück zum vierten Video-Tutorial für Code Red. Diesmal geht es um Feuerkampf und Bewegung. Wir erinnern uns, der Taliban hatte in der Initiative-Phase 3 Befehle generiert, von denen er einen einsetzen wollte, um diese Einheit Milizen hier drüben zu bewegen. Der Einheit stehen nun zwei mögliche Modi der Bewegung zur Verfügung. Zum einen haben wir die taktische Bewegung, die unsere Einheit 6 Zoll fast überall hin aus- und unpassierbares Gelände bringen kann. Taktische Bewegung ist der übliche Modus der Bewegung und ist ein langsames, kontrolliertes Vorrücken unter gegenseitiger Deckung. Neben der taktischen Bewegung steht außerdem der Sprung zur Verfügung. Dies ist eine schnelle Bewegung, etwas riskanter und bedeutet, dass die Einheit sich 12 Zoll bewegen kann. Sie kann diese Bewegung aber nur bis zu 2 Zoll in ein Geländestück hinein durchführen oder hinaus durchführen. Das heißt, es ist möglich, deine Einheit in einem Geländestück zu starten, aus diesem Geländestück heraus einen Sprung durchzuführen und in ein anderes Geländestück hinein zu springen, indem er seine Bewegung maximal 2 Zoll innerhalb des Geländestücks beginnt oder beendet. Taktische Bewegung bringt keine Mali, Sprungbewegung sorgt dafür, dass die Einheit leichter angreifbar wird, sie kann sich nicht so gut verteidigen und sie verliert Feuerkraft. Es ist also in der Regel geraten, Sprung nur dann durchzuführen, wenn eine schnelle Bewegung sicher stattfinden kann oder wenn keine andere Alternative zur Verfügung steht. Der Taliban-Spieler möchte nun mit seinem zweiten Befehl mit dieser Einheit dort hinten das Feuer auf diese amerikanische Einheit eröffnen. Der amerikanische Spieler hat nun die Wahl, ob er einen Befehl einsetzen möchte, um mit dieser Einheit die eben angesagte Reaktion zu unterbrechen. Diese Einheit hier wird automatisch das Feuer erwidern, da Einheiten, auf die das Feuer eröffnet wird, immer zurückschießen. Der amerikanische Spieler entscheidet sich gegen die Reaktion, da er seine zwei Befehle später noch nutzen möchte, um weitere Einheiten aus dem Reservepool auf das Spielfeld zu bringen. Der Feuerkampf beginnt nun mit einem Reaktionstest. Ein Reaktionstest wird mit 2 Würfeln auf das Trainingslevel der Einheiten geworfen. Das bedeutet, der Taliban erhält -1 Abzug dafür, dass er Miliz ist. Der Amerikaner erhält einen Abzug auf sein Trainingslevel aufgrund der vorliegenden Moralmarke aus der Vorrunde. Beide Seiten würfeln nun und wir vergleichen das Ergebnis. Der Reaktionstest dient dazu, 2 Dinge zu etablieren. Das erste ist, welche Einheit zuerst feuern darf. Diese Einheit hat insgesamt eine 4 nach Abzug des -1, der Amerikaner hat eine 2 nach Abzug des Modifikators durch die Moralmarke. Dies bedeutet, dass der Taliban-Spieler die höhere Zahl hat und damit auf jeden Fall zuerst schießen darf. Der zweite Faktor, den wir überprüfen, ist die Frage, ob die gegnerische Einheit vollständig aufgeklärt ist. Wenn eine Einheit in Sichtschutz steht, wie diese Taliban-Einheit hier hinten, hier ist eine offene Feuerlinie vorhanden, da die Einheit nur neben dem Busch und nicht in dem Busch steht. Wenn also eine sichtschützende Deckung vorhanden ist, muss der Gegner die Einheit aufklären, um volles Feuer auf diese zu eröffnen. Dazu ist ein Erfolg auf dem Reaktionstest notwendig. Beide Seiten haben hier ein Ergebnis unter 5 nach Abzug der -1 Modifikatoren der jeweiligen Seite und haben damit den Gegner nicht aufgeklärt. Der Taliban beginnt nun, seine Feuerkraft zu ermitteln und das Feuer durchzuführen. Die Taliban-Gruppe besteht aus 4 Schützen, die mit normalen Sturmgewehren bewaffnet sind. Damit generieren sie jeweils einen Würfel, den sie zur Verfügung haben, um das Feuer auf die Amerikaner zu eröffnen. Der Taliban-Spieler wirft seine 4 Würfel, die wieder mit -1 für das schlechte Trainingslevel modifiziert werden und zählt seine Erfolge. Wir haben insgesamt eine 7, eine 1, eine 2 sowie eine 6. Die 6 und die 7 sind nach Abzug des Modifikators ein Erfolg, die 1 und die 2 werden als Misserfolg beiseite gelegt. Nun gilt es für die 2 Erfolge, die der Taliban erzielt hat, den Effekt auf das Ziel zu ermitteln. Um dies durchzuführen, nehmen wir die beiden Würfel und würfeln aus Sicht des Amerikaners, um zu prüfen, was passiert. Bei der Ermittlung des Effekts unterscheiden wir innerhalb eines Würfelwurfs zwischen 2 verschiedenen Punkten. Der erste Punkt ist der physische Schaden, das heißt, ob tatsächlich Ausfälle produziert werden. Um die Schwelle für den physischen Schaden zu ermitteln, beginnen wir bei einer 5. 5 ist der Basiswert für die Ermittlung physischen Schadens. Das heißt, im Regelfall müssen wir eine 5 oder mehr würfeln, um physischen Schaden zu vermeiden. Die Einheit hat sich diese Runde noch nicht bewegt. Das gibt ihr einen Modifikator von +1. Damit sind wir bei einer 4 oder mehr. Sie steht nicht in Deckung, sie ist allerdings auch nicht exponiert, da sie in der Nähe von Buschwerk steht. Und damit gibt es keine weiteren Modifikatoren, da wir nicht auf Nahbereich kämpfen oder sonst irgendwelche anderen Modifikatoren durch schwere Waffen erleiden. Das bedeutet, wir schauen, ob auf den Würfeln, die wir gerade eben geworfen haben, eine 4 oder mehr angezeigt wird und der
Amerikaner physischen Schaden vermeiden kann. Dies ist der Fall. Wir haben eine 7 sowie eine 10 gewürfelt. Der Amerikaner erleidet keinerlei physischen Schaden. Anschließend überprüfen wir die geworfenen Würfel auf Moraleffekte. Moraleffekte entstehen, wenn das Würfelergebnis unterhalb der Moralschwelle der Einheit liegt. Da die Moralschwelle der Einheit nicht von Deckung abhängig ist, wie beim physischen Schaden, gibt es hier durchaus die Möglichkeit, dass Moraleffekte entstehen, obwohl die Einheit keinen physischen Schaden erlitten hat. Die Einheit hier vor uns hat normale Moral, das bedeutet, sie muss eine 6 oder mehr würfeln in diesem Wurf, um Moraleffekte zu vermeiden. Da sie eine 7 sowie eine 10 gewürfelt hat, ist dies der Fall. Es gibt hier keinen Moraleffekt, die Einheit hat das Feuer unbeschadet überstanden. Die amerikanische Einheit ist nun in der Lage, das Feuer zu erwidern. Sie ist mit einer Moralmarke belastet, das bedeutet, sie erhält -1 auf all ihre Würfel, aber ist in der Lage, alle Feuerkämpfe noch regulär zu führen. Um zu ermitteln, wie viel Feuerkraft die Amerikaner hat, schauen wir uns die Waffen des Trupps genauer an. Wir haben im Trupp 2 Schützen, die mit normalen Sturmgewehren ausgestattet sind. Wir haben ein leichtes MG, das 3 Würfel generiert. Und wir haben einen Schützen, der mit Unterlaufgranatwerfer ausgestattet ist. Dieser generiert des Weiteren eine Unterlaufgranate, die wir hier mit Rot markieren. Wie wir vorhin bemerkt haben, haben wir allerdings im Reaktionstest einen Misserfolg gewürfelt. Und das bedeutet, wir sehen die feindlichen Einheiten nicht zu 100%. Wir haben sie nicht gut aufklären können. Wir wissen nur ungefähr, wo der Feind ist und können nur grobes Unterdrückungsfeuer in diese Richtung geben. Dies bedeutet, dass unsere normalen Würfel halbiert werden. Die Unterlaufgranate ist davon nicht betroffen und wird weiter mitgewürfelt. Wir haben also noch 3 Würfel sowie die Unterlaufgranate zur Verfügung, um unseren Wurf durchzuführen. Da unsere Einheit mit einer Moralmarke belastet ist, modifizieren wir das Ergebnis um -1. Damit sind alle Ergebnisse von 6 oder mehr Erfolge. Unsere Unterlaufgranate verfehlt leider, ebenso eine der Schützen. Übrig bleiben eine 8 und eine 9, die einen Effekt im Ziel verursachen. Ebenso wie gerade. Wie eben prüfen wir nun, ob die Einheit physischen oder moralischen Schaden erleidet. Dazu würfeln wir die 2 Erfolge aus Sicht des Taliban. Wir beginnen nun mit der Überprüfung des physischen Schadens. Dazu beginnen wir wie eben mit einer 5 als Basiswert. Der Taliban ist in schwerer Deckung, das bringt ihm einen Bonus von +1, damit sinkt das notwendige Ergebnis auf 4. Der Taliban hat sich diese Runde außerdem nicht bewegt, dies bedeutet, er erhält einen weiteren Bonus von +1. Da keine weiteren schweren Waffen im Einsatz sind und kein Feuer auf Nahbereich stattfindet, finden keine weiteren Modifikatoren Anwendung, hat der Taliban also ein Ergebnis von 3 oder mehr, dann ist seine Einheit sicher vor physischem Schaden. Wir checken das Ergebnis und stellen fest, es handelt sich um eine 5 und eine 4, damit entsteht kein Ausfall auf Seiten der Taliban. Wir prüfen nun auf Moraleffekte. Der Taliban hat eine motivierte Einheit, da die Einheiten zwar nicht gut ausgebildet sind, aber durchaus fanatisch dabei sind, ihre Sache zu verteidigen. Dies bringt ihm einen Bonus von +1 und erhöht die Moralschwelle auf eine 5. Dies bedeutet, eine 5 reicht aus, um Moraleffekte zu erleiden, die 4, die wir gewürfelt haben, allerdings nicht. Dies bedeutet, unsere Einheit dort hinten erhält eine Moralmarke. Moralmarken signalisieren, wie zerrüttet eine Einheit durch feindliches Feuer ist und wie effektiv sie in der Lage ist, den Kampf fortzuführen. Eine Einheit kann im Normalfall bis zu 3 Moralmarken haben. Die erste Moralmarke verhindert, dass sie sich offensiv auf den Feind zubewegt. Sie ist nur noch in der Lage, sich aus der Position zurückfallen zu lassen. 2 Moralmarken bedeutet, dass eine Einheit nur noch reaktiv feuern kann und nicht mehr aktiv Feuerkämpfe einleiten kann. 3 Moralmarken bedeutet, dass die Einheit sich weder bewegen noch schießen kann. Für jede Moralmarke, die eine Einheit erlitten hat, erhält sie außerdem -1 auf ihr Trainingslevel. Das bedeutet bei -2 Moralmarken -2 und bei -3 Moralmarken -3. Es wird irgendwann ziemlich schwierig, damit noch etwas zu treffen. Damit sind wir am Ende des Tutorials für Bewegung und Feuerkampf. Wir erinnern uns, Bewegung kann auf 2 Arten und Weisen stattfinden, taktisch sowie als Sprung, das heißt langsam oder schnell und ohne Abzüge und mit wenig Risiko gegenüber Abzüge und Risiko. Wir haben außerdem gelernt, wie ein Feuerkampf abläuft. Über den Reaktionstest wird ermittelt, welche Einheit zuerst das Feuer eröffnet und ob die Einheit der Gegner vollständig aufklären kann. Anschließend wird der Sieger des Reaktionstests beginnen, seine Feuerkraft zu ermitteln und die erste Runde des Feuers durchzuführen, Ergebnisse zu ermitteln und dann zu prüfen, ob physischer oder moralischer Schaden stattgefunden hat. Anschließend schießt der Gegner zurück, sofern er nach Ausgabe der Moralmarken noch dazu in der Lage ist. Und das Ganze wiederholt sich. Anschließend ist der Feuerkampf abgeschlossen.